Schönen guten Tag, hier ist wieder der Klabautermann. Es geht weiter mit den Tutorials. Die grundlegenden Sachen haben wir mittlerweile alle erledigt, deshalb kann es jetzt etwas spezieller werden. Ab jetzt werde ich immer die Sachen machen, die mir gerade einfallen oder die ich gerade selber in der Tutorial-Welt brauche. Heute beschäftigen wir uns unter anderem mit Beleuchtung und mal gucken mit was noch. So, nach dem Vegetationstutorial letzte Woche habe ich natürlich auch die Tutorial-Insel wieder weiter bearbeitet als kleines Beispiel, wie so etwas alles aussehen kann. Und da fällt mir auch schon direkt eine Kleinigkeit ein, die wir zuerst machen können. Wir hatten ja schon den Unterschied zwischen Static Meshes und normalen Meshes, was im Prinzip die Kollision war. An manchen Stellen braucht man aber überhaupt keine exakte Kollision. Beispielsweise in diesem Wald hier, man sieht, die Stämme stehen relativ dicht, sodass es nicht unbedingt nötig ist, dass der Spieler auch da langlaufen kann, weil er im Endeffekt wahrscheinlich nur überall hängen bleibt und sich aufregt. Deshalb werde ich dieses kleine Wäldchen für den Spieler verbieten, und wenn ich das tue, kann man auch darauf verzichten, den ganzen Bäumen und Steinen jeweils eine Kollision zuzuweisen. Da macht man dann das folgendermaßen. Ich mache mal einen Layer No-Go und blende die Areas ein. Jetzt haben wir natürlich hier direkt die Path Area im Gesicht. So, und ich brauche eine Denied Area. Man kann dann als Spieler nicht dahin laufen, wo diese Area ist. Ich passe die hier grob ein. Ich könnte jetzt natürlich wieder mehrere von diesen Areas hier zusammen kopieren, aber es gibt noch eine viel bessere Möglichkeit, um ganz präzise abzustecken, wo der Spieler nicht hingehen darf. Man kann nämlich die Form der Areas ändern. Die müssen nicht unbedingt so rechteckig, quaderförmig sein. Dazu wählen wir die Area an, gehen bei Tools auf Vertex Edit, und es ist wichtig, dass wir hier die Sprites eingeblendet haben. Sonst können wir nämlich hier die Punkte nicht sehen. So, und wir können jetzt einerseits die Punkte ganz normal anklicken und bewegen, wie es uns passt. Und was noch schöner ist, wir können auch neue Punkte einfügen. Dazu gehen wir mit der Maus über so eine gelbe Linie, so eine Kante, und drücken Alt und klicken rein. Und dann entsteht ein neuer Punkt. Den können wir dann wieder auswählen und so die Form von der Area ganz genau anpassen. Das geht nicht nur bei diesen Denied Areas, sondern das geht bei allen. Ist zum Beispiel auch bei Area Environments wichtig, wenn man in einem lokal stark begrenzten Bereich, wie zum Beispiel einer Höhle, ein bestimmtes Area Environment nur haben möchte. Und so kann ich jetzt ganz genau abstecken, wo der Spieler hin darf und wo nicht. Das müsste jetzt eigentlich schon reichen. So, und wenn wir jetzt das Navigation Mesh neu berechnen und dann in-game gehen, merkt man, ich kann hier nicht weiterlaufen. Ich komme da nicht rein. Noch mal an der anderen Seite probieren. Ja, es funktioniert nicht. Man kommt nicht rein. Das ist jetzt hier ein bisschen ungünstig gemacht, dass man hier in diese Lücke noch rein kann. Das kann ich noch verbessern. Aber sonst kommt man nicht rein. Die Bäume hier im Wald drin haben alle keine Kollisionsabfrage. Das ist überflüssig. Ich weiß nicht, wie viel Rechenaufwand das effektiv kosten würde, da die Kollision. Wahrscheinlich nicht viel, aber man versucht immer, die Sachen so simpel wie möglich zu halten. Kleinvieh macht auch Mist, und wenn man das mit so einer Area zum Beispiel lösen kann, ist das auf jeden Fall die bessere Methode. Wenn man sich die originalen Levels anguckt, sieht man auch, dass das praktisch ständig gemacht wurde, wo es machbar ist. Man kann Meshes, fällt mir gerade so ein, dieser Stein ist nämlich noch ein Static Mesh. Mit Rechtsklick kann man die hier immer konvertieren zu was auch immer man möchte. Ach ja, die Schweine wollte ich zeigen. So, wenn wir jetzt Tiere haben wollen, da brauchen wir als erstes den Asset Browser. Und zwar müssen wir diesmal zur Engine, Templates, Editor. So, und jetzt haben wir hier diese Einträge. Animal Area, Animal Manager und Animal Spawn Point. Die brauchen wir alle. Als erstes ziehen wir einen Animal Manager hier rein. Den klicken wir an.
gehen auf Properties und jetzt haben wir hier unten Animal Spawn Points Tag und Animal Area Tag. Die sind wichtig, kann man auch beide gleich nennen, wenn man möchte. Tags muss man mit Enter bestätigen. Hier können wir auswählen, welche Tiere es geben soll. Ich nehme diesmal Hühnchen. So, nachdem wir das gemacht haben, kommt direkt der nächste, nämlich der Animal Spawn Point. Das ist dann der Punkt, wo tatsächlich auch die Tiere erscheinen werden. Da gehen wir auf Properties und jetzt ist es wichtig, dass der den Tag kriegt, den wir hier beim Manager als Animal Spawn Point Tag angegeben haben. So, rein, mit Enter bestätigen und zu guter Letzt noch eine Animal Area. Die sieht so aus und das ist der Bereich, in dem sich dann die Tiere letztendlich aufhalten werden. Das ist aber nur ganz grob. Die bleiben jetzt nicht strikt innerhalb dieses Kästchens, sondern das ist eher so eine grobe Orientierung. Ich habe da unten an der Brücke ein paar Schweine und die habe ich immer noch nicht richtig in den Griff gekriegt. Jetzt brauchen wir hier auch wieder den Tag, den wir im Manager bei der Area angegeben haben. Ich habe immer den gleichen genommen, dann sieht man direkt, es gehört zusammen. So, mal speichern. Und wenn wir jetzt in-game gehen, dann haben wir hier die Hühnchen. Ich habe jetzt mal die Areas hier in-game auch eingeblendet, damit man sieht, die Tiere halten sich nicht streng daran. Ja, die laufen einfach außerhalb rum. Hier bei den Hühnchen geht's noch. Wenn ich runter zu meinen Schweinen gehe, sieht man, hier stehen schon zwei außerhalb von dem Kästchen. Ja, und jetzt sehen wir, hier versucht mein Schwein wieder verzweifelt die Wand einzurennen, obwohl seine Area hier drüben ist. Da muss man einfach ein bisschen Platz für die Tiere einplanen und gucken, dass man die Area klein genug macht. Weil wenn die zu groß ist, die Viecher, die rennen wirklich schnurstracks an die Wand oder versuchen hier die Klippe runterzuspringen oder sonst was. Ich hatte ja vorhin gesagt, es geht heute auch um Beleuchtung, damit will ich zumindest nochmal anfangen, nämlich mit der globalen Beleuchtung. Also es geht jetzt erstmal nicht um einzelne Lichtquellen wie Feuer, Fackeln, Glühlampen, was auch immer, sondern um die globale Beleuchtung, die hier vom Himmel und der Sonne kommt. Das alles wird über Area Environments geregelt. Wir hatten ja schon ganz am Anfang der Tutorial-Reihe eins angelegt, um eine bessere Beleuchtung zu kriegen. Und mit den Area Environments lässt sich alles machen, um irgendwie die Stimmung an einem bestimmten Ort festzulegen. Also es geht da nicht nur um Lichtstärke, Lichtfarbe und Schatten, sondern da sind auch Sachen drin, wie zum Beispiel Nebel, der die Sichtweite begrenzt. Wenn man zum Beispiel an die Wälder in Flotsam denkt, da ist ja eine ganz andere Atmosphäre als am Anfang, wo man die Burg von Arjan La Valette stürmt. Und das ist alles über Area Environments gemacht. Deshalb werden wir jetzt auch anfangen. Nehmen wir mal an, wir möchten für diese Insel hier ein anderes Setting haben. Hier außenrum um die Insel wird die Gegend vielleicht eher öde und trocken. Und diese Insel wird so ein kleiner paradiesischer Fleck inmitten der Ödnis. Dann möchte ich dafür auch eine entsprechende Lichtstimmung haben. Das Ganze andersrum kann man sich natürlich auch vorstellen, dass man irgendwo ein großes Höhlensystem hat, in dem man eher ein dunkleres, unheimlicheres Setting haben möchte. Und dafür ist es eben notwendig, dass man viele Area Environments benutzt. Ich lege jetzt hier für die Insel einfach mal eins an. Skaliere es ein bisschen hoch, so dass es passt. Kommt ja jetzt auch nicht so genau. Die Area Environments können wir auch vorhin, wie die Denied Area, auch mit dem Vertex Edit Tool bearbeiten, um die ganz genau anzupassen. Ist jetzt hier bei der Insel wegen dem See drumherum gar nicht nötig. Da mache ich einfach hier so einen dicken Quader und dann passt das schon. Aber auch die kann man in ihrer Form ganz genau festlegen. So, und im Gegensatz zu unserem großen Area Environment soll dieses kleine nur lokal gültig sein, also nicht überall in der Welt. Ja, wenn ich jetzt hier rausgehe, ändert sich an der Beleuchtung gar nichts, sondern es soll wirklich nur innerhalb dieses Kästchens gelten. Deshalb gehe ich auf Properties und setze is global auf false. Jetzt gelten alle Einstellungen nur noch innerhalb dieses Bereiches. Activation und Deactivation Time, damit legt man fest, wie schnell die Dinger sich ein- oder ausblenden, wenn man über die Grenze geht. Und was aber am wichtigsten ist, ist die Priorität hier, weil unser globales Area Environment hat eine Priorität von 1. Wenn ich jetzt diesem hier eine Priorität von 2 gebe, bedeutet das,
dass dieses Area Environment Vorrang hat. Sobald der Spieler jetzt über die Brücke läuft und hier diese Grenze durchquert, wechselt die globale Beleuchtung, weil dann eben dieses Area Environment aktiv ist, weil es eine höhere Priorität hat. Also höhere Zahl, höhere Priorität. So kann man die gut ineinander schachteln. Die Beleuchtung an sich und alles regelt man hier bei den Parametern. Das sind eine ganze Menge, auf die ich auch nicht im Detail eingehen möchte. Vielleicht irgendwann mal, aber jetzt erstmal nicht. Dazu gibt es auch im Wiki ein ziemlich gutes Tutorial, wo die meisten Sachen grundlegend erklärt werden. Ich will nur mal kurz zeigen, wie man diese Einstellungen ändert. Man klappt jetzt hier die Dinger aus. Dann gibt es einmal diese Sachen, wo man eine Intensität festlegt. Man hat hier feste Punkte, die man verschieben kann. Oder mit Rechtsklick kopieren, einfügen oder einen bestimmten Wert setzen. Man kann, wenn man hier reinklickt, mit Doppelklick auf die Linie, kann man auch einen neuen Punkt setzen. Man muss sich das hier von links nach rechts wie den Verlauf des Tages vorstellen. Hier unten stehen auch die Uhrzeiten dran, sodass man das für jede Tageszeit genau festlegen kann. Der lila Strich ist, wo wir im Moment sind, von der Uhrzeit her. Ja, und so kann man also das auch nutzen, um den Tagesablauf zu verändern. Dann gibt es noch diese Farbfelder, die funktionieren im Prinzip auch ganz einfach. Wir haben hier unten diese dreieckigen Marker und wenn ich jetzt den anklicke und dann einen Doppelklick einfach in die Farbe mache, kann ich hier die Farbe ändern. Ich bin jetzt hier zum Beispiel bei Sun Color, also die Farbe des Sonnenlichts. Das mache ich auch jetzt mal auf Rot und mache es noch ein bisschen stärker, damit wir direkt die Änderungen sehen. Und wenn man jetzt diese Änderungen sehen möchte, die ändern sich nicht in Echtzeit. Das funktioniert jetzt hier, man sieht es schon, es wird alles ganz rot. Aber wenn ich das jetzt auf Blau stelle, passiert nichts. Am schnellsten geht es meiner Meinung nach, wenn man dieses kleine Häkchen hier bei Activate einmal kurz auf False setzt und dann wieder anmacht und dann werden die Änderungen auch übernommen. Die globalen Area Environments muss man immer von Hand aktivieren. Die lokalen aktivieren sich von selbst. Das heißt, wenn ich jetzt hier wieder reinfliege mit der Kamera, dann wird es auch langsam wieder blau, wie ich es eingestellt habe. Manchmal funktioniert das nicht so richtig. Dann kann man hier auf Stabilize drücken. Damit zwingt man sozusagen den Editor, das richtig festzulegen. Wenn das Area Environment neu ist, funktioniert das aber auch manchmal nicht. Dann ist es aber spätestens nach dem Neustart des Editors erledigt, sodass die Areas dann auch automatisch wechseln. Gut, das war's dann auch schon wieder für heute. Bis zum nächsten Mal.